Aber vertrauen Sie dem Staat? Ja. Ich arbeite auch für den Staat. Aber gerade hatten Sie doch noch Angst, dass es faschistisch zugehen könnte im Staat. Dann höre ich auf, hier zu arbeiten. Und was habe ich Angst? Und vor Pension, ob Sie Angst um Ihre Pension haben. Nein. Und das sagen Sie, das möchte die AfD? Ich glaube, dass die AfD ganz klar ablehnend ist gegenüber Menschen. Ja, Also dass sie sie auch töten möchte. davon gehe ich aus, ja. Hey Leute, das müsst ihr sehen. Hier steht eine Frau auf der Straße, die felsenfest überzeugt ist, dass die AfD Menschen töten will. Warum? Weil der Verfassungsschutz das sagt. Kein Argument, keine eigene Meinung, einfach blindes Vertrauen in den Staat, obwohl sie selbst sagt, dass er faschistisch werden könnte. Wie das ganze Gespräch eskaliert und warum diese Leute ernsthaft für Demokratie kämpfen wollen, das gibt's in diesem Video. Also liken, abonnieren und vor allem schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Auf geht's! Ja, ich habe eine Aussage getroffen, ich habe Sie auch was gefragt. Und von Ihnen kommt, lernen Sie das von denen da drüben? Ich habe einen Kopf, ich habe einen Verstand zum Nachdenken. Sollten Sie auch mal benutzen. Gute Frau, ich habe Ihnen doch eine Frage gestellt. Ja, die ist wahrscheinlich besser als gar keiner. Er gehört eher in das Spektrum. Können Sie kurz sagen, warum Sie heute hier sind? Weil ich keine Lust habe, dass in dieser Stadt so viel Gelder verschwendet werden, die besser eingesetzt werden. Ihr macht hier mal wieder einmal leer. Ja. Danach dann hier wieder hin oder darf der trainieren? Bleibt dann auf der Foto stehen, macht dann hier leer. Macht das auf 2 Ebenen. Ja, ich sag mal, Aber wir haben noch momentan eine grüne SPD. Wir haben demnächst Wahl, falls Ihnen das entgangen ist. Also meinen Sie, unter der CDU wird es dann definitiv faschistisch werden? Gott. Das weiß ich nicht, ob es unter der CDU faschistisch wird, das kommt drauf an. Aber vom Prinzip her geht es ja darum, dass wir gar nicht wissen, wie viele Stimmen der AfD gehören und ob die mitregieren wird. Können Sie kurz erklären, warum die AfD faschistisch ist für Sie? Brauche ich nicht, weil die ist eingestuft als rechtsradikal. Das muss ich nicht machen. Das macht der Verfassungsschutz. Nein, das ist staatlich. Naja, vom Verfassungsschutz, der hat sie eingestuft als Ja, rechtsradikal. aber ich meine, da muss ich das ja nicht machen. Aber vertrauen Sie dem Staat? Ja. Ich arbeite Aber- auch für den Staat. Aber gerade hatten Sie doch noch Angst, dass es faschistisch zugehen könnte im Staat. Dann höre ich auf, hier zu arbeiten. Das verspreche ich Ihnen. Was machen Sie dann? Das weiß ich nicht, aber ich werde dann hier nicht mehr arbeiten. Wo wollen Sie dann? Also Sie werden dann einfach mal gucken, wo Sie ihn dann hin verschlägt. Wissen Sie, wir sind gerade live auf YouTube und hier sind wirklich viele Menschen an Ihrer Meinung interessiert. Glauben Sie mir. Ja, also hier schauen gerade 5.400 Leute zu. Können auch 20.000 Leute zuschauen. Ich sage ganz klar, wenn es sich wirklich zu einer rechtsradikalen Regierung entwickelt, müssen die noch aufstehen, deren Eltern den rechtsradikalen Faschismus erlebt haben. Das haben meine Eltern. Es haben auch viele Menschen den linksradikalen Faschismus erlebt. Meinen Sie, dagegen lohnt soll man nicht aufstehen? Ich kann aber nur sagen, was ich erlebt habe. Meine Eltern kannten den Faschismus. Ja, aber Faschismus gibt es ja von jeder Seite. Passen Sie auf. Jeder kann nur für sich das sagen, was er macht. Okay? Und wenn da zum Beispiel auch propagiert wird, Kirche ist nicht gut, das ist nicht richtig. Na gut, man hat in der Vergangenheit schon gesehen, dass die Kirche hier und da mal mit Hexenverbrennungen, Kreuzzügen ein bisschen übers Ziel hinausgeschlittert ist. Meinen Sie nicht? Ich bin Christ. Okay? Ich habe keine Hexen verbrannt. Glaube ich Ihnen. Aber haben Sie vielleicht noch kurz oder können wir eine Frage für 1000 Zuschauer stellen, bitte, aus den Menschen, die da sind? Also gibt es eine Schublade, in der Sie sich einstufen würden? Ich habe das gerade gesagt, welche Schublade? Mensch? Christ? Christ, okay. Also, wenn ihr einer Christin mal eine Frage stellen wollt, könnt ihr das jetzt ganz gerne im Chat machen. Eine Frage ist ein Satz mit einem Fragezeichen. Was wählt Sie? Also Sie haben natürlich Wahlgeheimnis, ne? Sie dürfen es natürlich für sich behalten, aber wenn Sie es aussagen wollen, können Sie es gerne machen.
Möchte ich nicht. Gut, möchten Sie nicht. Aber dann, Also nicht AfD, das ist ja wohl klar. für 25% nicht. CDU, Wo sind Sie? auch nicht FDP. Das ist nicht nett. Aber haben wir noch SPD und Grüne oder Tierschutzpartei? Hat sie Angst um ihre Pension? Und was habe ich Angst? Pension, ob sie Angst um ihre Pension haben? Nein. Okay. Ja, das hatten wir gerade schon. Nein, das stimmt nicht. In welchem Land würde sie flüchten? Bitte verlassen Sie den Bereich in diese Richtung. Oh, könnte ich kurz noch mein Interview fertig machen? Mitgehen. Ja, okay. Also Sie wissen es nicht. Okay. Frankreich? Okay. Das haben wir hier noch. Burgund? Ja. Okay. Was ist Ihrer Meinung nach rechtsradikal? Ich glaube, dass man wieder anfängt, Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Einstellung töten zu wollen. Ja, Und das sagen Sie, das möchte die AfD? ich glaube, dass die AfD ganz klar ablehnend ist gegenüber Menschen. Ja, Also dass sie sie auch töten möchte. davon gehe ich aus, ja. Okay, krass. Also zumindest abschieben, und eine Abschiebung ist in mancherlei töten. Aber man redet ja davon, kriminelle Menschen abzuschieben, ja, Menschen, die hier einfach das Aufenthaltsrecht missbrauchen. Also ich glaube, man muss ganz klar sagen, wenn es nicht geschafft wird, 2 oder 3 psychisch Kranke oder Kriminelle überhaupt dingfest zu machen, wie man dann das umsetzen will, dass 40.000 in Gefängnisse gehen. Da sind schon viele Polizei Wenn wir bekannt. dann überlegen, dass irgendwelche Schläger wieder eingesetzt werden, wovon ja viele auch träumen, ja, davor habe ich Angst. Okay, also ich habe selber mit Bekanntschaften von Linksextremschlägertrupps schon gemacht. 4-mal hat man mich nach Demonstrationen überfallen. Auch das finde ich nicht korrekt. Ja, aber ich wollte Ihnen nur mal Gewalt sagen, ist kein Weg. was ich meiner Meinung nach bis Ich habe jetzt nie erlebt Gewalt habe. propagiert. Für mich ist Gewalt auch gar kein Weg. Ja? Ja. Ich predige hier, ich finde weder kein Extremismus, egal ob links, ob rechts, ist gut für eine Gesellschaft. Aber warum machen Sie dann jetzt hier Filme? Das Und ist, warum es- propagieren Sie für die AfD oder sind Sie nicht für die Was AfD? habe ich denn jetzt gesagt für die AfD? Ich frage Sie. Also ich bin ein Reporter in erster Linie und versuche hier die Meinung von den Menschen einzufangen. Ja, das ist für mich das Allerwichtigste. Ja. Und warum sind Sie dann nicht in der Seite? Weil des es hier die Tages? Schlägertrupps gibt. Tatsächlich, ich könnte hier auf der Seite nicht stehen, ohne dass man mich angreift. Vertrauen Sie mir. Weil man Sie kennt? Weil man mich kennt, weil ich eine kleine Berühmtheit bin, leider. Echt? Ja. Die Menschen hinter uns stehen auch nicht zum Spaß da und pfeifen da. Ich weiß es nicht, Menschen, die vor der Kamera wollen. Passen Sie auf, ich gebe Ihnen so ein Schild, dann stehen Sie hier mit Sicherheit. Können Sie kurz das vor die Kamera halten, bitte? Ja, ich klebe Ihnen das an. Können Sie es kurz vor die Kamera halten, bitte? Oh, bitte, bitte, bitte. Dann dürfen Sie es mir auch ankleben. Wenn Sie es vor die Kamera halten, dürfen Sie es mir ankleben. Okay, Moment. Was steht da drauf? Nein zu rechter Hetze. Ich bin. Aber jetzt können Sie sich hier hinstellen. Ich finde ja Nein zu jeder Hetze. Warum kann man nicht sagen Nein zu Hetze? Also Rassismus ist keine Alternative, das finde ich auch gut. Aber kann man nicht sagen einfach Nein zu Hetze? Ist linke Hetze denn besser als rechte Ich Hetze? habe jetzt dieses Schild bekommen und ich finde das toll. Und das steht Ihnen gut. Okay, 2 Fragen noch, okay? Ja. Gut, damit seid ihr wieder gefragt. Wir wurden gerade ein bisschen abgelenkt hier von der Polizei. Okay. Sehe ich das richtig? Oh, nee. Also ihr dürft jetzt wieder Fragen stellen, wenn ihr wollt. Haben Deutsche ein Recht auf ein eigenes Land? Die Frage verstehe ich nicht. Naja, ob halt Deutsche das Recht am eigenen Land haben. Naja, ich verstehe nicht die Frage. Wir leben hier in Deutschland, wir leben in einer Demokratie. Wir leben mit sehr viel sozialer und Sicherheit, auch was den Gesundheitsbereich angeht noch. Also das, was die Querdenker da propagieren, ist wirklich schwierig. Also gibt es keine 2 Gruppenvergewaltigungen am Tag. Also Vergewaltigungen, das wissen Sie, wo die stattfinden. Erzählen Sie es zu Hause. Naja, da gibt es Statistiken, da werde ich jetzt mit Ihnen nicht diskutieren und schon gar nicht mit so einem ironischen Unterton. Ja, aber die Gruppenvergewaltigungen Jeder gibt es. 2 Stück jeden Tag. Und wo die stattfinden, ist ja wohl egal. Ja, aber jetzt mal ganz
ganz offen, das machen doch, also warum sollten das nicht Deutsche machen? Wir haben sehr viele Deutsche. Die Gruppenvergewaltigung gab es vor 2015 nicht. Den Tatbestand einer Gruppenvergewaltigung gab es vor Das 2015 lag aber nicht. eher am Rechtssystem und nicht, dass es die nicht gab. Also war es damals schon genauso. Das weiß ich nicht. Aber Sie sind können Sie, doch nicht sagen, dass seit 2015 Dinge existent sind und das benutzen und auch sagen, also ich meine jetzt mal ganz offen. warum soll man das nicht ansprechen dürfen? In was für eine katastrophale Richtung sich Deutschland entwickelt. Ich kann verstehen, dass Menschen Angst haben zu teilen. Sie haben Angst vor Messern. Davor haben sie Angst. Also ich habe auch Angst vor Messern, ich habe auch Angst vor anderen Sachen. Aber ich glaube, man muss in der Realität bleiben. Ja, das ist die Realität. Jeden Tag Gruppenvergewaltigung, jeden Tag Messermorde. Das ist die Realität. Haben Sie darüber wirklich existente Statistiken? Ja, es gibt Kriminalitätsstatistiken. Gerne. Gerne. Können wir die gerne mal nachvollziehen, wie sich die Anzahl der Messerstraftaten seit Setzen Sie die 2015 nachher entwickelt hat. bitte in Ihren Chat. Machen wir ein Video über Messerkriminalität? Sollten wir wahrscheinlich machen. Nein, ich möchte jetzt auch gar nicht mehr mit Ihnen diskutieren, weil Sie machen sich über mich lustig. Nein, das können sind Sie auch gerne Fakten. machen. Das sind doch Junge Menschen Fakten. machen das Ich mache mich gerne. doch nicht Aber lustig. ich Das sag sind doch Ihnen ganz Fakten. Wo mache ich mich denn lustig über Sie? Keine Ahnung, Das ist Ihnen furchtbar, was wahrscheinlich passiert. Das ist furchtbar, was passiert. Das will ich auch überhaupt nicht leugnen, dass das furchtbar ist. Aber ich glaube, man muss es einfach so sehen, dass man mittlerweile denkt, dass alles mit 2015 zu tun hat oder dass wir hier viele Menschen haben. Wir haben immer schon einen Zuzug gehabt von Menschen. Aber wir haben, dieses Land hat eine Geschichte. Dieses Land hat irgendwann mal 6 Millionen Juden vergaßen. Und das leugnen sie auch und das leugnet Alice Wer Weidel leugnet auch. das? Das leugnen viele von der AfD. Das haben gerade Sie gesagt, als würde ich den Mord jetzt daran leugnen. Das weiß ich nicht, ob sie es tun. Aber das haben Sie ja gerade gesagt. Das leugnen Sie auch, haben Sie gesagt. Gehe ich von aus. Haben Sie doch schon viele Vorurteile. Dafür, dass Sie hier so tolerant und weltoffen sind Sie hier der Mensch mit Vorurteilen. Der sich nicht der Realität stellen kann. Ja, dass ich tolerant bin und ich bin auch nicht weltoffen. Was steht denn da? Was steht da? Ob Das in ist Chemnitz keine oder Alternative. anderswo kein Platz für Nazis, aufstehen gegen Rassismus. Ja, finde ich auch immer noch richtig. Ja, ich auch. Was ist jetzt im Chat ganz viel, ne? Ja. Nicht weiter über Eine Menschen Frage, lustig. eine Frage noch. Sie haben es noch. Ich mache mich doch nicht lustig über Sie, aber ich erzähle Ihnen Fakten. Ich erzähle Ihnen Fakten und Sie kommen dann, ach, Sie machen sich lustig. Es ist einfach nur die Wahrheit, die Sie nicht aushalten. Das ist alles. Warum halte ich die Wahrheit? Sie merken es doch. Sie versuchen dann zu flüchten, indem Sie sich einreden, ich würde mich lustig machen über Sie. Wo habe ich mich denn lustig gemacht? Die ganze Zeit. Ich mache mich lustig die ganze In ihrer Zeit. Mimik, ja. Ich weiß nicht, was... Ja, okay. Gut, letzte Frage. Ihr dürft die letzte Frage stellen, wenn ihr wollt. Danke übrigens, dass Sie sich den Fragen ausstellen. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Ja, also dazu braucht man auch Mut. Und tatsächlich haben Sie den Mut und dafür bin ich Ihnen sehr dankbar. Und es baut ja auch Vorurteile ab, dafür bin ich Ihnen auch dankbar. Gegen was baut die Vorurteile ab? Ja, von Ihnen, also generell von dieser Veranstaltung hier. Ne, generell Reden baut ja immer Vorurteile ab und überzeugt halt von Tatsachen. Oder nicht? Aber warum kommen Sie dafür einmal im Jahr in diese Stadt? Sie? Ich bin Nein, jeden ich Tag sag unterwegs. Ihnen das Versuchen Sie mich offen. doch nicht immer über einen Kamm zu Nein, ziehen aber hier. warum kommt diese Gruppe einmal im Jahr in diese Stadt? Hm. Es kostet unheimlich viel Geld. Dieses Geld könnten wir gebrauchen. Es gibt hier soziale Brennpunkte, die wahrlich Unterstützung brauchen, auch Polizeipräsenz brauchen. Also sind Sie der Meinung, dass es eine Demonstrationsfreiheit nicht geben darf? An Frau Breustedt geschrieben, warum das sein muss, dass so viele Gelder hier heute verschwendet werden, die wir besser nutzen können. Aber sind Sie der Meinung, Demonstrationsfreiheit braucht es nicht geben in Deutschland? Es ist doch eine Provokation. Die Menschen demonstrieren hier für Frieden. Wo ist dann eine Provokation? Menschen, die andere missachten, demonstrieren nur. Wer missachtet? Also sind das jetzt die 3000 Menschen, die sich hier hinstellen, um diese Demo zu bekämpfen? Oder die Leute, die hier einfach nur demonstrieren wollen? Wer missachtet? Aber wer missachtet hier wen? Wer missachtet denn hier wen? Also, ehrlich gesagt, jeden, der querdenkt und Mist erzählt. Was heißt das denn, quer zu denken? Zum Beispiel eine wesentliche Impfung, wie es damals gab, abzulehnen. Haben Sie die RKI-Files gelesen? Haben Sie gesehen, wie stark das RKI unter Druck gesetzt worden ist, von der Politik Dinge zu behaupten, die überhaupt nicht gestimmt haben? Also fragen Sie Herrn Drosten, der hat ganz klar gesagt, dass er nicht unter Druck gesetzt worden ist. Herr Drosten. Also da müssten Sie bitte Bücher lesen. Und jetzt sage ich... RKI-Files. Oh, scheiße, letzte Frage noch. Wir haben eine Frage noch, bitte. Eine Frage, letzte Frage, bitte. Hauen Sie nicht ab, haben Sie keine Angst. Diese Frau ist das perfekte Beispiel dafür, wie tief Ideologie und Staatsnähe
zusammenwirken können. Man kennt solche Szenen sonst nur aus dystopischen Filmen. Eine völlige Gehirnwäsche, bei der kritisches Denken durch staatstreue Parolen ersetzt wurde. Aber was will man erwarten? Sie arbeitet selbst für den Staat, profitiert von einem sicheren Einkommen und hat offensichtlich genug Zeit, auf die Straße zu gehen und genau das nachzuplappern, was von oben gewünscht ist. Man fragt sich wirklich, ob sie jemals hinterfragt hat, was sie da sagt, oder ob es einfach bequem ist, sich in dieser Blase zu bewegen. Klar ist jedenfalls, wer sich so tief in das Narrativ der Regierung einfügt, der hat längst aufgehört, eigenständig zu denken. Was meint ihr dazu? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Lasst ein Like da und abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal.